Ja, ich habe überhand erfahren von Jürgen Samuel direkt. Er erzählte mir sehr früh von der Idee, dass er die Gesellschaft gründen will, aus Gründen, die mir sofort plausibel waren. Ich kenne ihn lange. Ich wusste, ja, dass er Dinge gern bewegt und dann auch den Weg einschlägt, den er für den richtigen hält, mit Menschen an seiner Seite, die diesen Kurs auch gut unterstützen. Ja, das ist aus meiner Sicht aufgrund dessen, dass er eine unglaubliche Erfahrung hat und eine hohe Kompetenz in dem, was er tut, für mich spannend. Wenn er ein neues Unternehmen gründet mit der Historie, dann war es für mich spannend, dabei zu sein. Und so habe ich erfahren und dann bin ich direkt dran geblieben. Ich bin in Hand Gesellschafter, weil der Jürgen Samuel, wie gesagt, ich kenne ihn lange, mich überzeugt als Unternehmer. Den Weg, den er gehen wird, der ist nicht nur vom Geschäftsmodell spannend, sondern er ist eben auch von dem, was er mitbringt an Verlässlichkeit und Verantwortungsgefühl ein guter. Also ich kann mir heute sehr gut vorstellen, dass er eben zum einen begeistert Kunden begleitet, in einem Weiterentwickeln, auch sprunghaften Weiterentwickeln in allem, was Digitalisierung anbetrifft. Und auf der anderen Seite auch, wenn mal Sand im Getriebe ist, dass da aber sehr akribisch gearbeitet wird, dass alles wieder auf Kurs kommt. Und ich glaube, in der Softwarebranche ist Vertrauen und Verlässlichkeit extrem wichtig. Und das zusammen war für mich ein Grund, da rein zu investieren. Vielleicht auch noch, ich weiß, dass er sein Führungsteam komplett neu zusammenstellt aus enorm langer Erfahrung und Kenntnis von vielen Menschen. Und wenn man das tut mit einer Gewissheit, jetzt das richtige Team zusammenzubauen, und ich habe viele davon kennenlernen dürfen, dann gibt mir das auch ein wahnsinnig gutes Gefühl, dass hier ein Team unterwegs ist, was erstmal extrem gut harmoniert und was aber auch in puncto Führungshierarchie und Zusammenarbeit ganz viel mitbringt, dass hier sowohl Mitarbeiter, glaube ich, begeistert an Bord kommen, als auch Kunden sich dafür entscheiden, weil sie eine gute Entscheidung treffen. Es geht um Agilität auf der einen Seite, sowohl innovativ, aber auch schnell, dynamisch Projekte umzusetzen. Und natürlich bei dieses Thema Ameise, ich habe auch sofort das Bild einer Ameisenstraße im Kopf, stellen Sie sich so eine Ameisenstraße vor, die sehr verlässlich, sehr zielstrebig ihren Weg geht, auch sehr akribisch arbeitet. Stellen Sie da mal irgendein Hindernis in den Weg. Die Ameisen finden blitzschnell eine Lösung dafür und laufen drumherum und verlieren ihren Kurs nicht und arbeiten das Ziel sehr verlässlich und vertrauensvoll ab. Und das ist, dieses Bild habe ich auch im Kopf, wenn ich an denke. Ja, ich durfte das Team in Teilen kennenlernen und in spannenden Gesprächen habe ich gemerkt, dass das, was den Jürgen Samuel verkörpert von den Werten, auch das Führungsteam verkörpert. Nämlich genau dieses Verantwortungsgefühl, dieses Verantwortungsbewusstsein, der Wille, hier wirklich ganz viel zu bewegen und sehr dynamisch zu denken, auch ganz anders zu arbeiten, eben extrem agil. Das geht bei der eigenen Technologie los und das wird sich genauso in die Kundentechnologie übersetzen, mit extrem guten Leuten. Also auch der Eindruck, den ich von dem Team habe, bestärkt mich darin, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Ja, das erste Gesellschaftertreffen war für mich deswegen spannend, weil da spannende Menschen mit dabei sind, die alle die Überzeugung haben, dass hier ein Geschäftsmodell aufgebaut wird, was wirklich Zukunftsfähigkeit hat. Preis-Leistung, Qualität, das langfristige Denken, eine Solidität, wirklich alles auf Eigenkapital aufzubauen. Da waren ganz viele deckungsgleiche Elemente drin, die nicht nur das Team, was dort arbeitet und was sich vorgestellt hat, als sehr homogen wahrnehmen ließ, sondern eben auch die Investoren, die da mit langfristigem Blick agieren. Und deswegen war das sehr, sehr gut. Ich habe von Beginn an, weil ich von der Idee begeistert war, Menschen dazugeholt, die sich eben auch dafür engagieren. Ich komme weniger von der Technologieseite, sondern eher von der Finanzseite und kenne da eben viele Menschen, die so einen Schritt begleiten, wenn denn die Unternehmer auch von ihrer Art überzeugen und ich vor allen Dingen von deren Werten überzeugt bin. Deswegen ist mein Beitrag dort zum einen Investoren dazu zu holen, zum anderen bin ich eben mit dem Blick auf Finanzen auch heute mit engagiert. Das kann ich am besten, da kann ich drauf schauen, ob alles auch genau so läuft, wie wir alles geplant haben. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel, dass diejenigen, die das hauptsächlich verantworten, nicht gut machen. Aber eine Kontrollinstanz ist immer gut, gibt Sicherheit. Und dazu begleiten und weiterhin mit Rat und Tat auch innovativ irgendwo Ideen reinzubringen, zur Seite zu stehen, das kommt, glaube ich, aus allen Gesellschaftern und so habe ich den Kreis auch kennengelernt. Da bewegt sich einiges. Wenn Unternehmen zögern, ob sie mit N zusammenarbeiten oder nicht, ich würde es einfach auf dieses erste Gespräch ankommen lassen und bin sicher, dass dieses erste Gespräch schon reicht, um zu fühlen, dass es hier um mehr geht als Softwareentwicklung und Softwareengineering. Hier geht es um eine Partnerschaft von Menschen, die Unternehmen wirklich voranbringen wollen, die Transformation oder auch die kleinen Prozesse in Schnittstellen einfach besser machen wollen fürs Unternehmen und da wird man gemeinsam Erfolge feiern wollen. Und dieses Gefühl, das ist genau das, was man spürt. Und ich glaube, da geht es eben mehr als
als um Geld verdienen. Das geht darum, gemeinsam was zu erreichen. Und das finde ich spannend und deswegen kann ich da jeden nur bestärken. Ja, das wird ein guter Jahresverlauf. Der Anfang ist gemacht, die Investoren sind begeistert, jeder hat seine Rolle und seine Aufgabe. Die Mitarbeiter kommen an Bord in der Geschwindigkeit und in der Qualität, die noch besser ist als geplant. Und auf der Kundenseite tut sich auch ganz viel. Also eine Hürde, die man bei Startups häufig hat, kommen denn die Kunden an Bord, kommen die Mitarbeiter an Bord, die wird hier leicht übersprungen, weil eben Menschen da sind, die extrem erfahren sind und Mitarbeiter, die man schon kennt und die einfach in dieses Unternehmen reinpassen. Und wenn ich Unternehmen wäre, dann würde ich mir die Frage stellen, ist ein altes, traditionelles Unternehmen, was zwar lange am Markt ist, aber möglicherweise in den Strukturen, auch in den Kostensituationen eben auch komplex gewachsen ist, tatsächlich besser als ein junges, wo aber erfahrene Menschen arbeiten, die extrem professionelle Dinge, aber ganz neu gedacht erledigen. Ich glaube, ich würde mich fürs Neue durchaus entscheiden und auf jeden Fall mal zuhören. Also ich will, dass von einem Beitrag kommt, dass in dieser Region, ich sage mal, das geht ja insbesondere in der Dachregion Deutschland, Österreich, Schweiz, dass hier in der Region ganz viele Unternehmen vorangebracht werden. Ob das in der Warenlogistik ist, im E-Commerce, im B2B, ob das aber auch im E-Security-Bereich ist. Das sind ja alles Themen, da können viele Unternehmen gar nicht so schnell dran arbeiten an all diesen Themen, wie es notwendig wäre und gehen deswegen manche Risiken ein oder verschenken Potenzial. Das ist nicht nötig. Wenn er da einen Beitrag zu leistet und das auf Dauer, dann ist das eine und dann wird automatisch das andere folgen, nämlich dass er auch Geld verdient, weil sie es auch verdient haben. Das werden die Unternehmen merken, dass die Investition sich lohnen wird und das zusammen ist dann der Erfolg von End. Und daran glaube ich nicht nur, da weiß ich. Ja, ich kann eine Vision vielleicht aufschreiben, wie wird denn End in den nächsten Jahren sich entwickeln. Ich bin davon überzeugt, wo man sieht, mit welcher Dynamik Mitarbeiter sich für dieses Geschäftsmodell entscheiden und für die Menschen hier, wie die Führung machen, wie flach die Hierarchien sind. Ich glaube, dass sowohl in Rumänien tolle Programmierer erstens natürlich sind, aber auch die aus Deutschland mal zurückkehren nach Rumänien, ein Unternehmen suchen, was eben sehr flache Hierarchien hat, wo man Vertrauen auch wirklich spüren kann. Und dort werden wir auf der Mitarbeiterseite, glaube ich, ganz tolle Menschen finden. Und in Deutschland und Österreich, Schweiz, da werden wir Kunden aufbauen und sehr langfristig begleiten, die ja nach und nach verschiedenste Themen für sich abarbeiten, wo sie aber spüren werden, wie groß die Kompetenz ist. Und wenn wir das über die Jahre fortschreiben, dann sehen wir hier ein extrem wachsendes und wachstumsstarkes Unternehmen, was sehr solide dasteht, eine tolle Aufgabe macht und anschließend viel Grund hat, mit Unternehmen darüber zu feiern, was wir gemeinsam erreicht haben. Und darauf freuen wir uns, glaube ich, alle am meisten. Und wenn es mal hart zu arbeiten gilt, dann werden das diese Menschen auch gut erledigen.